Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Guten Morgen zusammen. Ich würde sagen, wir machen heute mal wieder ein 3-Karten-Reading und schauen, was uns erwartet. Hier haben wir schon mal die Überwindung von Hindernissen. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Dann haben wir hier die Magie und die hat sich auch noch umgedreht, den Fokus. Unterm Deck haben wir den Feuergeist mit dem Thema Energie. Scheint eine sehr energetische Sache zu sein, die hier liegt. Schauen wir mal, was der Ausgangspunkt mitbringt. Und das geflügelte Pferd ist hier sozusagen ein Symbol für Unsterblichkeit der Seele und für die Reise in den Himmel. Und wenn die Karte kommt, ist es ein Zeichen für eine tiefgründige spirituelle Entwicklung. Das hat mich jetzt auch nicht gewundert, denn wir haben hier lauter Karten, wo es viel um Energie geht, um den Zauber der Natur, um das Zusammenhängen von den vielen Dingen, die es hier gibt. Und das Überwinden bringt uns hier mit, dass wir große Dinge ermöglichen können und dass wir die Bereitschaft brauchen, über eventuelle Widrigkeiten einfach drüber wegzufliegen. Hier ist auch so ein Hinweis, dass man die Perspektive wechselt, dass man eben aus einer höheren Warte rausguckt, dass man sich Zeit zum Meditieren nimmt, dass tiefe Einsichten kommen, so eine Offenbarungen auch im Leben. Und tatsächlich ist man hier sehr in diesem Moment, wo man sich aus allem raushält, was nicht unser eigenes ist. Dazu gehört auch Drama, das wir nicht selbst mitbringen. Und es geht darum, die schweren irdischen Lasten zu überwinden, die jeder von uns in bestimmten Bereichen hat. Es geht auch darum, dass man sich nicht runterziehen lässt. Deshalb darf man sich hier auch rausnehmen, wenn andere Drama mitbringen ins Leben. Und es ist so diese Erinnerung, wir haben einen geistigen Ursprung, der unvergänglich ist. Alle Herausforderungen, die jetzt im Leben sind, können sich transformieren und man darf hier einen tiefgehenden Wandel erwarten. Das ist der Ausgangspunkt. Dann ist die Mitte, was können wir tun oder was dürfen wir beachten? Da kommen wir dann raus. Ja, hier sind wir tatsächlich an einem Punkt, wo die Schleier zwischen den Welten sehr durchlässig sind, wo wir die Natur wahrnehmen, eventuell auch die Naturgeister, wo wir erkennen, dass es ein Universum ist. Wir haben ja zweimal den Zauber, ne? Einmal den Zauber des Mondlichts und den Zauberer des Waldes. Also das Wort verzaubern an sich bringt ja schon einiges mit. Und hier ist auch so dieses Gefühl zu spüren, dass man eingehüllt ist in die Magie des Universums und dass der Mond uns schützt dabei, das Mondlicht. Es geht darum, den eigenen Gefühlen zu vertrauen, das Gefühl zu haben, man ist safe. Auch wenn wir nicht alles gleich erkennen können, dürfen wir ja Vertrauen haben, dass wir unterstützt sind und dass alles zu unserem besten Wohl ist. Und dass wir diese Magie auch erkennen. Auch hier geht es wieder ums Zuhören, ums Achtsamsein, um die Energie zu spüren. Und hier sind sehr viele Botschaften, die an sich auf uns warten. Oder der ein oder andere ist auch jemand, der sowas weitergeben kann. Dann kommen wir hier raus, da dürfen wir Fokus halten. Und ich glaube, hier haben wir auch schon eine große Erfahrung gemacht, denn hier ist man einen Schritt weiter, hier fühlt man und weiß, dass es magische Situationen gibt. Man versteht auch ein bisschen mehr, wie das Ganze zusammenhängt, wie es funktioniert und man darf hier die Gedanken wieder auf etwas Gutes richten und nicht auf das alles, was ein Hindernis darstellt oder wo man denkt, das schaffe ich nie. Und es geht eben darum, die innere Kraft aufzubauen,
die Energie zu sammeln und alles wegzulassen, was nicht dienlich ist auf unserem Weg oder bei unseren Zielen, die wir erreichen wollen. Also hier darf man auf die Sachen gucken, die man selbst für erstrebenswert findet. Man darf sich bewusst sein, dass Manifestieren funktioniert. Und es geht auch darum, sich nicht zu verzetteln. Das Thema Achtsamkeit ist hier sehr groß. In allen 3 Karten eigentlich. Man guckt auf diese Sachen ganz genau, die man haben will. Es geht ja hier auch um Sachen wegzulassen, die unser Ziel verändern oder die hinderlich sind. Hier sieht man sehr am Thema genau, hier jongliert jemand mit seiner Energie, ne? Und hier geht es darum, diesen Fokus mit der Energie, die man selber hat und mit dem man Dinge verwandeln kann, so umzugehen, dass sie eben zur Wunscherfüllung führen, zur Zielerreichung. Hier ist dann auch sozusagen das Thema, stecke Energie in etwas, tu etwas, unterdrücke nichts. Aktiviere deine Tatkraft, für was brennst du, all dieses, ne? Hier ist natürlich auch die Kraft des Feuers an sich zu sehen, mit den Themen Transformation, Strebsamkeit, Begeisterung. Und in vielen Traditionen gilt hier das Feuer selbst auch als Schöpfung an sich. Also es ist viel Energie vorhanden, mit der man dann umgehen kann, und die Vitalität wird ja auch gestärkt. Das innere Feuer wird wieder entfacht und man ist wahrhaftig unterwegs, ne? Mit diesem Gefühl, man investiert in das, was man auch tatsächlich im Leben haben will. Man lässt sich von Hindernissen nicht ausbremsen. Wir nehmen noch ein Krafttier dazu. Bin ich jetzt gespannt. Ja, klar. Hier geht es um ein bisschen mehr als über Hindernisse drüber zu fliegen, die wir selber produzieren. Wir haben hier die Krake. Es geht um die Fangarme, die um uns rumliegen. Es geht um Ahnenthemen, Ahnengeister. Hier ist irgendwas noch gebunden. Man hat vielleicht das Gefühl, man kommt nie drüber. Aber mit dem Pegasus scheint es eine Leichtigkeit zu sein. Hier wirkt auch irgendetwas, dessen wir vielleicht noch gar nicht richtig bewusst sind. Deshalb ist das Wort Achtsamkeit hier auch überall dabei. Die Macht der Ahnen, die Wurzeln. Und es geht darum, den Frieden zu finden und seinen eigenen Platz im Leben. Hier ist sozusagen auch das Rad der Zeit mit drauf. Und damit sind die Prüfungen gemeint, die im Laufe des Lebens jeder so hat und wo man sich auch überwinden muss. Und wo wir unsere Fähigkeiten einsetzen können, wo Fehler korrigiert werden können und wo unerlöste Dinge sind, die wir erkennen dürfen. Die Bereitschaft muss eben da sein, sich dem Alten zu stellen, es zu überwinden und somit dann auch loszulassen. Manchmal ist es ja auch unangenehm, sich diese Spiegelungen anzuschauen. Ihr Lieben, das war sehr spannend. Ich wünsche euch heute einen schönen Tag. Ich drücke euch und bis morgen.